Hier geht es um Frau Dr. Sanvidi aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Sanvidi wird Ihnen das Antibiotika-Minimierungskonzept in der Tierhaltung vorstellen. Und sie ist die Leiterin des Referates 326 für Tierarzneimittelrückstände von pharmakologisch wirksamen Stoffen in Lebensmitteln. Frau Sanvidi. Vielen Dank. So, ich muss mich nur kurz mit der Technik vertraut machen. Brauchen wir einen zielführenden Hinweis, irgendwie ein Klick und die Folie geht nach vorne. Okay, Explorer weiß das. So, ich klicke. Ja, aha, okay. Und der Zeiger ist irgendwo in der Mitte. Ne? Gut. Genau, hier sehen Sie, was Sie erwartet in den nächsten 20 Minuten. Ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Ich möchte zunächst einige allgemeine Bemerkungen machen und dann relativ schnell dazu kommen, was ist das Antibiotika-Minimierungskonzept derzeit in Deutschland in der Tierhaltung. Ich sage gleich mal quasi als Vorwarnung, es wird um die Informationen über Rechtsvorschriften gehen, also über das Tierarzneimittelrecht. Und dann kommt im letzten Block, was ändert sich in Kürze. Es gibt einen Gesetzentwurf zur Änderung dieser Rechtsvorschriften und der wird in Kürze verkündet werden und in Kraft treten. So, das in aller Kürze. Jetzt kommt eine Folie, die ist sehr schön, aber da mache ich es kurz. Das ist ein berühmtes Bild eines berühmten französischen Malers. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Das könnte auch das Motto dieses Workshops sein. Wer sind wir? Müssen wir natürlich sinngemäß etwas angleichen. Wo stehen wir? Also Antibiotikaresistenz, es ist ein langer Weg und ein Prozess. Das ist übrigens, dieses Bild ist kein statisches Bild, sondern beschreibt einen Prozess, nämlich das menschliche Leben vom Kindheit bis zum Ende. So, wie gesagt, das ist so ein bisschen, um zu sagen, auch ein Antibiotika-Minimierungskonzept in der Tierhaltung ist natürlich nur ein Baustein im großen Prozess der Antibiotikareduktion, der notwendig ist und der Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen. So, das nächste Bild kennen vielleicht viele von Ihnen. Es ist so ein bisschen, man könnte sagen, eine Mindmap oder eine Roadmap. Was spielt sich im Bereich der Veterinärmedizin in Deutschland alles ab auf dem Gebiet der Antibiotika-Erfassung und Erfassung von Antibiotikaresistenzen? Das sind eine ganze Reihe von Ebenen. Jetzt suche ich diesen deutschen Punkt. Ich finde ihn nicht. Bräuchte ich noch mal kurz Hilfe? Der rote Punkt. Wo denn? Ah, okay. Ja, gut. Da ist der rote Punkt. Ich mache es mal chronologisch und tupfe es nur kurz an, denn zu vielen Dingen werden Sie heute noch Vorträge hören, die sich abspielen. Seit 2001 sogar, also eigentlich sind wir dann hier, das BVL-Resistenzmonitoring bei den klinisch wichtigen tierpathogenen Bakterien. Dann chronologisch weiter die DART 2008. Da muss ich mich selbst kurz korrigieren. Die DART ist natürlich keine rein veterinärmedizinische Strategie, sondern die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie ist etwas Übergreifendes, das sowohl den humanmedizinischen Bereich als auch den veterinärmedizinischen Bereich betrifft. Auch dazu werden Sie morgen einen Vortrag hören. Dann gehen wir weiter und sind bei 2009. Die AVV-Zoonosen in der Lebensmittelkette, die allgemeine Verwaltungsvorschrift zu diesen Dingen, wurde erlassen. Und auf dieser Grundlage wird seit 2009 das Zoonosemonitoring entlang der Lebensmittelkette durchgeführt, unter anderem auch mit der Bestimmung der Resistenzeigenschaften von pathogenen Erregern und auch von anderen nicht pathogenen Erregern in bestimmten Lebensmitteln und lebenden Tieren. So, 2009 waren wir, dann kommt 2011 die Antibiotika-Abgabenmengenerfassung nach DIMDI-AMV beziehungsweise später nach den gesetzlichen Vorschriften. Hier geht es darum, dass die pharmazeutischen Unternehmer verpflichtet sind, die Verkaufszahlen, also die an Tierärzte abgegebenen Mengen zu melden. Dazu zeige ich gleich noch eine Folie ganz kurz. Das läuft seit 2011, also diese Antibiotika-Abgabenmengenerfassung. Dann kommt jetzt zum ersten Mal das Antibiotika-Minimierungskonzept im deutschen Recht ins Spiel, und zwar mit der
16. Änderung des Arzneimittelgesetzes, die 2014 in Kraft trat. Damit wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Antibiotika-Minimierungskonzept in der Tierproduktion, damals noch derzeit noch geltend für den Mastbereich, ausschließlich eingeführt. Ganz kurz, warum kommt hier das Arzneimittelgesetz ins Spiel? Ich weiß nicht, ob das nun jedem bekannt ist, deswegen erkläre ich das ganz kurz. Lange Zeit waren die tierarzneimittelrechtlichen Regelungen untergebracht im deutschen Arzneimittelgesetz. Das hatte den Grund, dass die Humanarzneimittelrichtlinie und die Tierarzneimittelrichtlinie EU-Ebene sehr viele Parallelen aufwiesen, in bestimmten Artikeln sogar fast der gleiche Wortlaut. Richtlinien muss man umsetzen, deswegen lag es also sehr nahe, dass man im deutschen Recht gesagt hat, wir setzen die Tierarzneimittelrichtlinie um in das Arzneimittelgesetz. Ich sage noch ein paar Worte hier zu dem Antibiotika-Minimierungskonzept. Ich erwähnte schon, für den Mastbereich und auch nur für die großen quantitativ bedeutenden Tierarten zunächst einmal also Rind, Schwein, Huhn und Pute. Und innerhalb dieser Tierarten differenziert man dann nach sogenannten Nutzungsarten. Das heißt also bestimmte Kategorien, die für die Produktion eben typisch sind, zum Beispiel Mastschweine über 30 Kilo oder Ferkel bis 30 Kilo, Mastkälber und auch Mastrinder über 8 Monate. Soweit das Antibiotika-Minimierungskonzept. Der blaue Balken hier ist, das Ganze stammt aus dem Bericht über die Evaluierung des Antibiotika-Minimierungskonzeptes, deswegen ist der blaue Balken hier besonders prominent. Evaluiert wurde dieses Konzept 2019, um einmal zu sehen, was es denn bewirkt hat, ob da sich etwas geändert hat. Insgesamt 7,5 Jahre wurden der Evaluierung unterzogen. Auch dazu werden Sie noch einen gesonderten Vortrag heute erfahren. Und um dann die Zeitachse zu vollenden, nach der Evaluierung, hier müssen wir uns etwas dazu denken, nämlich unten, was Sie jetzt einfach mal imaginieren müssen, nämlich die EU-Ebene. Auf EU-Ebene änderte sich 2019 etwas ganz Entscheidendes, nämlich die Tierarzneimittelrichtlinie wurde überführt in die Verordnung 2019/6 über Tierarzneimittel. Das ist deswegen ein bedeutender Schritt, weil eine Verordnung unmittelbar gilt in allen Mitgliedstaaten. Das heißt, es gibt in dem Sinne keinen Umsetzungsbedarf mehr. Der Mitgliedstaat ist nur noch gehalten, ergänzende Regelungen zu schaffen, die er machen darf im Rahmen dessen, was das EU-Recht ihm zugesteht, und Durchführungsregelungen, also Regelungen, die notwendig sind, um die unmittelbar geltenden EU-Regeln durchführen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde dann aus dem Arzneimittelgesetz wurden die tierarzneimittelrechtlichen Regelungen herausgeregelt. Viele waren nicht mehr erforderlich, weil sie in der Verordnung 2019/6 verankert waren, beispielsweise die Zulassungsbestimmungen. Das, was noch erforderlich war oder beibehalten werden durfte, das hat dann seinen Eingang gefunden in das Tierarzneimittelgesetz, das im letzten Jahr erlassen wurde, in dem das Antibiotika-Minimierungskonzept der 16. AMG-Novelle unverändert fortgeschrieben wurde, zunächst einmal. Trotz Evaluierung, jetzt kann man fragen, warum? Man hätte doch die Evaluierungserkenntnisse schon unterbringen können in einem neuen Konzept im Tierarzneimittelgesetz. Da kann ich als unmittelbar Betroffene nur zu sagen, dass also ja auch die Kräfte eines Ministeriums endlich sind. Das war einfach in der kurzen Zeit nicht zu schaffen. Und die Evaluierungsergebnisse mussten ja auch sehr sorgfältig geprüft werden, welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben für Änderungen des Tierarzneimittels, des Konzeptes. So, das heißt, jetzt stehen wir hier. Wir haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes, der dieses Antibiotika-Minimierungskonzept, das derzeit gilt, aktualisiert, erweitert und fortschreibt und in bestimmten Punkten auch nachschärft, würde ich mal sagen. Und außerdem, ich greife jetzt vorweg, EU-Verpflichtungen bedient, die aus der Verordnung 2019/6 erwachsen, nämlich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Antibiotika-Anwendungsdaten zu erheben bei allen lebensmittelliefernden Tierarten und Hund und Katze und Nerz und Fuchs. Allerdings, das ist die gute Nachricht, in einem gestaffelten Ansatz. Man muss also nicht alles
alle Tierarten nun gleich einbeziehen in die Erfassung, sondern darf das stufenweise machen als Mitgliedstaat. Die Mitgliedstaaten fangen natürlich logischerweise an mit den großen Tierarten Rind, Schwein, Huhn und Pute. Ab 2023 sind Daten zu erheben über die Antibiotika-Anwendung und dann im Folgejahr an die EMA zu liefern. Ja, das ist zunächst mal das Gesamtszenario, in dem wir uns jetzt bewegen. Jetzt mache ich einen kurzen Schwenk. Die nächste Folie geht nochmal auf die Antibiotika-Abgabenmengen ein. Es wurde schon mehrfach gestern und heute erwähnt, aber es kann ja doch noch einmal gesagt werden, die Antibiotika-Abgabenmengen haben sich höchst erfreulich verändert, nämlich von hier der letzte Balken, es fehlt das letzte Jahr 2021 leider, da waren sie noch mal um 100% reduziert. Was man anhand dieser Daten nicht sicher sagen kann, ist, in welche Spezies oder Nutzungsarten diese Antibiotika-Abgabenmengen im Einzelnen verschwinden. So, nun gehe ich mal weiter. Jetzt haben wir also ein Bild, das so eigentlich nicht da sein sollte. Ich weiß nicht, was die Technik jetzt angestellt hat. Hier fehlen wesentliche Teile, deswegen muss ich jetzt leider... Ach, muss ich einfach weiter rechts? Ah, ja. Ups, das war jetzt zu viel. Wie komme ich jetzt zurück? Ah, jetzt ist es wieder komplett, genau. Noch einmal drücken. In welche Richtung? No. Ah, gut. Ja, ich war verwirrt. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin mit dieser Technik nicht ganz vertraut. Also, das geltende System, das bisherige System, aber es gilt immer noch, in aller Kürze, wie funktioniert es? Wir haben ein paar zentrale Größen, die muss man erläutern. Wir haben die betriebliche Therapiehäufigkeit, TH. Das ist ein Indexwert, der für jeden tierhaltenden Betrieb errechnet wird, und zwar aus, ich sage es mal sehr vereinfacht, es ist schon komplexer, aus einer Quotienten im Zähler der Formel steht der Antibiotika-Einsatz, die Behandlungshäufigkeit im Betrieb innerhalb eines Zeitabschnittes, innerhalb eines Halbjahres. Im Nenner steht die durchschnittliche Tierzahl, die im Betrieb in diesem Zeitabschnitt im Halbjahr gehalten wurde. Daraus ergibt sich dann die individuelle betriebliche Therapiehäufigkeit. Wenn man diesen Wert allein hat, dann weiß man noch nichts. Man weiß nur etwas, wenn man aus dieser betrieblichen Therapiehäufigkeit, jetzt muss ich doch mal weitergehen, wenn man die poolt und dann den Median bestimmt als Kennzahl 1 und die Kennzahl 2, das dritte Quartil, 75% per Ziel. Und Sie ahnen, was dann das System ist. Wer unterhalb der Kennzahl 1 ist, immer natürlich in Bezug auf eine einzige Nutzungsart. Man mischt nicht die verschiedenen Nutzungsarten. Also wer unterhalb als Betriebsinhaber mit seinen beispielsweise Mastschweinen unterhalb der Kennzahl 1 ist, der hat kein Problem, dessen Antibiotika-Anwendung in diesem Zeitabschnitt war innerhalb des Durchschnitts den 50% aller Betriebe auch aufweisen. Wer in der roten Phase ist, also oberhalb der Kennzahl 2, der hat ein Problem, denn, mal untechnisch gesprochen, 75% aller Betriebe, die auch seine Nutzungsart halten, sind in Bezug auf die Antibiotika-Anwendung besser als er. Das heißt, sie nehmen weniger Antibiotika. Hier muss man gleich sagen, regelt das Gesetz dann die Vorlage eines Maßnahmenplanes, den der Tierhalter gerne unter Hinzuziehung eines Tierarztes, wenn er will, schreiben muss. Maßnahmenplan heißt, er muss sich überlegen, was kann ich besser machen, was will ich verändern in meinem Betrieb, um darauf hinzuwirken, dass die Antibiotika-Anwendung geringer wird künftig. So, dann bleibt noch die gelbe Zone. Wer ist über der Kennzahl 1, aber unterhalb der Kennzahl 2? Der muss noch keine Maßnahmenpläne schreiben, muss aber ebenfalls unter Konsultation eines Tierarztes dann einmal überlegen und prüfen, welche Möglichkeiten in seinem Betrieb bestehen, um die Antibiotika-Anwendung zu reduzieren. Ich kehre noch mal zurück zur vorherigen Folie, um den Ablauf verständlich zu machen, so im Grundprinzip. Wir haben also hier den Tierhalter, der meldet Antibiotikadaten und
Mitteilungen über seinen Tierbestand an die zuständige Behörde. Von dort aus geht es, oder beziehungsweise technisch geht es direkt in die HIT, Tierarzneimitteldatenbank. Von dort aus geht es zum BVL, in anonymisierter Form natürlich. BVL berechnet bundesweite Kennzahlen 1 und 2, veröffentlicht diese. Der Tierhalter kann sich anhand der Kennzahlen orientieren, wo stehe ich, und dann sind Maßnahmen erforderlich oder nicht. Ich betone hier nochmal, hier ist der Tierhalter, also die aktive Person, das handelnde Subjekt. Der Tierarzt kann hinzukommen und ihm Aufgaben abnehmen, insbesondere in Bezug auf die Meldung von Antibiotikadaten. Das findet auch so oft statt, muss aber nicht und ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Gut, so viel zum bisherigen System. Das muss man verstehen, wenn man die Änderungen, die jetzt im Gange sind, verstehen möchte. Kennzahlen hatten wir schon. Ja, ach so, das war jetzt pädagogisch falsch. Ich muss noch einen Moment hier bleiben. Jetzt kommt eine Testfrage, die viele von Ihnen natürlich leicht beantworten können. Wenn man so ein System hat, Benchmarking-System wird es auch oft genannt, man vergleicht also Betriebe untereinander. Man hat ja kontinuierlich immer 25% der Betriebe, die überhalb der Kennzahl 2 sind. Das muss so sein bei dieser Ausrichtung des Systems. Das wird teilweise auch von Tierhaltern beklagt und kritisiert, etwa mit dem Argument, wir alle versuchen besser zu werden, aber 25% von uns trifft es immer, wir sind über Kennzahl 2 und müssen Maßnahmenpläne machen. Ja, das ist im Prinzip der Kern des Systems. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, was passiert, wenn alles ideal funktioniert? Dann müssten ja die Kennzahlen immer weiter nach links rutschen, denn hier wird ein Maßnahmenplan erstellt. Es wird, das nehmen wir mal in der idealen Welt an, eine Verbesserung erzielt, also wird etwas reduziert an Antibiotikaanwendung im Betrieb. Das heißt, im nächsten Halbjahr müsste man niedrigere Kennzahlen haben und wieder niedrigere Kennzahlen und so fort. Und jetzt, das war der Einstieg, kommt die Folie, wie haben sich die Kennzahlen mal exemplarisch entwickelt beim Mastferkel seit Beginn des Systems. 2014 bis jetzt 2022. Und wir sehen, das ist die Entwicklung, die den Gesetzgeber und viele andere freut. Es ist genauso gekommen, wie man sich das wünscht, wenn das System funktioniert, nämlich von hohen Kennzahlen, das ist die Kennzahl 2, das ist jeweils die Kennzahl 1. Am Beginn 2014, als das Ganze implementiert wurde, da ging es natürlich erstmal steil bergab, dann immer noch bergab, dann gibt es mal eine Bewegung nach oben, aber es geht wieder in eine Bewegung nach unten und naja, parallel kann man das nicht wirklich nennen, aber näherungsweise der Trend ist ähnlich bei der Kennzahl 1. Also wurde im Rahmen der Evaluierung der Schluss gezogen und ich glaube fast, ich wage das mal mutvoll, dass man das auch für die Entwicklung 2022 näherungsweise so annehmen kann. Das System hat funktioniert, da hat also offensichtlich eindeutig eine Reduktion bei der Nutzungsart Mastferkel stattgefunden. Bei den Mastschweinen, die zeige ich jetzt nicht aus Zeitgründen, war die Entwicklung ganz ähnlich. Die Mastkälber und Mastrinder überspringe ich mal als Sonderfälle, weil das ist jetzt nicht unbedingt das Thema des Vortrags, aber ich zeige auch mal gerne, was eben nicht funktioniert in diesem System, wenn man offen ist. Das ist hier die Entwicklung der Kennzahlen bei den Masthühnern. Am Anfang auch sehr verheißungsvoll, 2014 der Absturz nach unten. Das ist natürlich die wünschenswerte Entwicklung, weil das bedeutet ja Antibiotikareduktion. Das hielt sich aber nicht lange. Nach einer gewissen Plateauphase stieg das bis 2017 wieder an, um dann so etwas hin und her zu meandern. Aber wie man sieht, wenn man jetzt mal kritisch das Endergebnis vergleicht, das überzeugt nicht wirklich, diese Entwicklung. Das kann man gar nicht beschönigen. Kennzahl 1 und Kennzahl 2 etwa ähnlich. Jetzt kann man lange fragen, warum und weshalb. Im Evaluierungsbericht steht ja relativ deutlich, allein mit den Daten, die das Tierarzneimittelrecht schafft oder dieses Antibiotikaminimierungskonzept, kann man das nicht erklären. Man kann nur annehmen, und es sprechen gute Gründe für die Annahme, dass es unterschiedliche Produktions- und Haltungsbedingungen sind, die dazu führen, dass das Antibiotikaminimierungskonzept bei den Masthühnern bisher nicht in der wünschenswerten Weise
gegriffen hat. Man muss auch sagen, oft besteht die Erwartung, wenn man im Tierarzneimittelgesetz etwas ändert zu den Vorschriften über die Antibiotikaanwendung, dann hat das ganz tiefgreifende Effekte, aber das ist so nicht der Fall, denn letzten Endes Tierarzneimittel werden eingesetzt zur Behandlung. Das sind die arzneimittelrechtlichen Vorschriften von Erkrankungen oder schlimmstenfalls auch zur Metaphylaxe, wenn das nicht vermeidbar ist. Zur Prophylaxe ist inzwischen verboten nach EU-Recht. Aber wenn ein Tier erkrankt ist, muss es behandelt werden. Das heißt, letzten Endes, wenn die Ursache in Haltungsbedingungen liegt, die zu einem hohen bakteriellen Infektionsdruck führt, dann kann man nicht sagen, das Tierarzneimittelrecht ist jetzt das geeignete Schwert, um das hier zu bekämpfen. Wir verbieten ein Mittel, einen Stoff, denn die Tiere müssen behandelt werden. Man hat ja auch einen Tierschutzgedanken, dem man folgen muss. So viel dazu. Jetzt, das war das alte, bisherige System. Jetzt kommt das Neue. Zunächst mal, warum überhaupt? Zwei Gründe, weil die Politik es möchte und weil das EU-Recht es verlangt. Die Politik, hier sehen wir den COA-Vertrag mit einem Zitat, gelb unterlegt. Wir werden den Wirkstoff- und anwendungsbezogenen Antibiotikaeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben erfassen. Das ist die EU-Vorgabe ohnehin. Und senken. Senken heißt natürlich Fortführung der Minimierung. Und das Ergebnis dieses COA-Vertrags, jedenfalls derzeit, noch als Entwurf ist das, was hier in der rechten Bildhälfte steht. Es gibt eine Bundestagsdrucksache, sie ist öffentlich einsehbar. Wer sich dafür interessiert, kann alles nachlesen in deutscher Prosa, auch was der Bundesrat dazu gesagt hat, auch was die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zugesagt hat an Änderungen, also wo sie dem Bundesrat folgt. Die 219.6, ich habe es schon erwähnt, ich glaube, das kann ich jetzt überspringen. Der schrittweise Ansatz ist schon bekannt. Es gibt auch Detailregelungen, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt, die Datenerfassung dann noch einmal genau beschreiben. Das sind diese beiden Verordnungen der EU. So, was kommt raus oder wie stellt sich das neue Konzept insgesamt dar? Ich versuche es mal anhand dieser Grafik zu erklären. Wir haben eine EU-Schiene. Ich glaube, da fehlt irgendwas unten, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben eine EU-Schiene und wir haben eine nationale Antibiotika-Minimierungskonzeptschiene. Das hier ist das Konzept, wie ich es eben erläutert habe, in Grundzügen eigentlich, was die wesentlichen Kernbausteine angeht, unverändert. Wir haben also Betriebe, die oberhalb einer Bestandsuntergrenze sind. Das hatte ich vergessen eben zu erwähnen bei der Erläuterung des geltenden Konzeptes. Es sind nicht alle Rinder- und Mastgeflügel- und Schweinebetriebe eingebunden in das Konzept, sondern nur große Betriebe, die oberhalb einer bestimmten Bestandsobergrenze oder Untergrenze, je nachdem, welches Wort man vorzieht, liegen. Diese Bestandsuntergrenzen sind in einer Verordnung definiert. Beispielsweise bei den Mastschweinen haben wir 250 Schweine. Sprich, wer 100 Schweine hat, der ist draußen, der ist nicht eingebunden im Antibiotika-Minimierungskonzept. Das macht nichts nach Aussage der Experten, auf die wir bauen, die uns bei der Gestaltung dieser Konzepte helfen, denn man erfasst 95% der Population gleichwohl. Das ist also das neue Konzept, der Teil, der fortgeführt wird als Antibiotika-Minimierungskonzept. Aber jetzt kommt die EU wieder ins Spiel. Sie verlangt ja, dass von allen Betrieben die Antibiotikadaten erfasst werden. Also auch von sehr kleinen Betrieben, die außerhalb des Konzeptes angesiedelt sind. Und da war natürlich die spannende Frage für alle Menschen, die so einen Gesetzentwurf zusammenstellen, wie kriegt man das unter einen Hut? Rein theoretisch hätte man zwei Systeme machen können, ein System Antibiotika-Minimierung wie bisher und ein System EU bedienen. Das wäre aber administrativ und auch logistisch und technisch sehr schwer händelbar gewesen. Deswegen der Versuch, alles in ein System zu integrieren, und das spielt sich ungefähr so ab. Wir fangen an im Kleinbetrieb, der nicht eingegliedert ist in das Antibiotika-Minimierungskonzept. Der Tierarzt, das muss ich vielleicht noch betonen, hat eine ganz neue Rolle in diesem neuen Konzept. Er ist nämlich jetzt einer der Dreh- und Angelpunkte für das Ganze. Warum? Jedes Antibiotikum, das an Tiere rankommt, bedarf einer tierärztlichen Verschreibung.
Das heißt, der Tierarzt ist der einzige Wissensträger, der wissen kann, ob ein Antibiotikum in einem kleinen Betrieb oder in einem anderen Betrieb angewendet wird. Deswegen ist er jetzt nach der Neuerung im Gesetz verpflichtet, diese Antibiotikadatenmeldung zu übernehmen. Bislang ist es der Tierhalter zur Erinnerung. Er kann es delegieren, der Tierhalter an den Tierarzt, muss aber nicht. Das ändert sich jetzt gerade. Jetzt künftig wird der Tierarzt derjenige sein, der die Meldeverpflichtung hat, dem sie obliegt. Er meldet also, wenn er ein Antibiotikum in einem Kleinbetrieb verschrieben oder angewendet hat, das an die HIT-Datenbank. Von HIT geht es zum BVL und von dort zur EMA. So, der gleiche Fall im großen Betrieb, der dem Antibiotikaminimierungskonzept unterliegt. In ähnlicher Weise Verschreibung, Anwendung eines Antibiotikums oder Abgabe. Tierarzt meldet an HIT und der gleiche Weg zur EMA. Gut, das ist also im Wesentlichen die Konzeption oder die Denke, die dahinter steht, um zwei ganz unterschiedliche Anforderungen, nämlich Minimierung auf der einen Seite und EU-EMA-Datenverpflichtungen bedienen auf der anderen Seite zusammenführt. So, dann haben wir das nächste Bild. Naja, das habe ich im Prinzip schon erläutert. Vielleicht muss ich das hier nicht so vertiefen. Lösung gesucht heißt, die Frage, ob der Tierarzt wirklich nach den neuen Vorschriften der Meldeverpflichtende sein muss, die wurde sehr intensiv diskutiert. Die tierärztlichen Kreise sind, ich weiß nicht, ob Sie jetzt begeistert sind, vermutlich ist das zu viel verlangt, aber sie waren am Anfang alles andere als begeistert und sagten, das sind neue Verpflichtungen, die uns da auferlegt werden. Und auch in der Politik stieß das auf großen Widerstand. Also eine der politischen Forderungen war, es soll doch in Bezug auf die Meldeverpflichtung alles so bleiben, wie es gewesen ist. Das war doch gut. Bei dieser Forderung übersahen aber die Kritiker eines. Erstens, das, was an die EMA zu melden ist, das ist mehr als bisher. Das sind Angaben, die in den schon erwähnten Delegierten und Durchführungsverordnungen stehen, unter anderem zum Beispiel die Packungsgröße des verschriebenen Antibiotikums oder auch der sogenannte Identifier, also die Nummern aus der Tierarzneimittel-EU-Datenbank. Das sind Angaben, die der Tierhalter nicht hat, die er also mühsam eruieren müsste oder sich aus irgendwelchen Quellen besorgen müsste. Das geht also schon mal nicht wirklich. Zum anderen, die Kreise der Tierhalter sind, das erwähnte ich schon, unterschiedliche. Es sind die Kleinbetriebe und die großen Betriebe, die mit HIT arbeiten. Auch hier, wenn man sich vorstellt, die Kleinbetriebe, wenn die Mitteilungsverpflichtung beim Tierhalter geblieben wäre, müsste also der Halter von einem sehr kleinen Betrieb anfangen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das wollte der Gesetzgeber den Bürgern so nicht zumuten. Und perspektivisch, auch das hatten wir schon am Anfang, auch Pferde, Hunde und Katzen kommen in die Antibiotika-Anwendungsdatenerfassung später hinein. Auch da kann man sich nicht gut vorstellen, dass der Katzenhalter, dessen Tier also behandelt wurde vom Tierarzt, auf einmal verpflichtet werden soll, letzten Endes die EMA mit einer Meldung zu informieren. Das sind also alles Gründe, ich fasse es zusammen, die stark dafür sprechen, dass man die gesetzliche Antibiotika-Mitteilungsverpflichtung jetzt neu beim Tierarzt lokalisiert. So, das können wir ganz kurz machen. Ich habe es eigentlich schon erklärt, denke ich. Das neue System, der Tierarzt, naja, ich will nicht sagen als Lichtgestalt, aber als derjenige, der die Antibiotikadaten in die Hand nehmen muss, und die anderen Dinge bleiben ganz ähnlich wie bisher. Bundesweite Therapiehäufigkeiten, Kennzahlen werden berechnet. Ja, so. Jetzt, Moment. Jetzt habe ich mich ein bisschen verirrt wieder. Ach so, vielleicht, naja gut, das ist mehr ein Detail. Künftig wird die Kennzahlenbekanntmachung nur einmal im Jahr erfolgen. Bisher ist es zweimal im Halbjahr. Jetzt kommen ein paar Folien, die stellen Einzelheiten der Neuerungen dar. Was ändert sich an der Gesetzeslage? Ich sage gleich dazu, das alles kann man in der erwähnten Bundestagsdrucksache, die öffentlich ist, nachlesen. Also es sind keine Top-Secrets. Jetzt auf der Zielgeraden der parlamentarischen Beratungen kommen noch einige Änderungen hinein. Es kommen Änderungen hinein, die die Bundesregierung im Rahmen der Gegenäußerung zugesagt hat. Das sind mehr technische Dinge oder kleinere Korrekturen. Und es kommen ein paar Änderungen rein, die
Abgeordneten der Koalitionsfraktion für sinnvoll und gut erachten. Da kann ich mich jetzt leider noch nicht zu äußern, weil sie noch nicht öffentlich sind. Aber spätestens Ende der nächsten Woche können Sie es nachlesen als Bundestagsbeschluss Drucksache. Jetzt einmal die wesentlichen Änderungen und Neuerungen des Konzepts. Es kommen neue Nutzungsarten in das Antibiotikaminimierungskonzept hinzu. Milchkühe, Sauen und die dazugehörigen Saugferkel, Jung- und Legehennen. Außerdem, das habe ich hier nicht erwähnt, Kälber, die im Betrieb zugekauft wurden und älter bis 12, doch das sind sehr älter bis 12, zu einem Alter bis 12 Monate. So. Also neue Nutzungsarten kommen dazu. Wir haben ferner hier ein paar mehr technische Dinge, die jetzt die Insider schon sehr interessieren, aber vielleicht für Leute, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, nicht so spannend sind. Also Nachschärfungen der Mitteilungsverpflichtungen, dass die Mitteilungsverpflichtung der Tierhalter über die Tierbewegung, das ist in der Überwachung ein viel diskutiertes Thema. Auf vielfachen Wunsch der Länder wurden jetzt auch Tierabgänge im Halbjahr aufgenommen. Das dient letzten Endes der Schärfung und Verbesserung der Datengrundlage für die Errechnung der betrieblichen Therapiehäufigkeit. Dann haben wir hier, den Tierarzt hatten wir schon, der Tierarzt als Verpflichteter zur Antibiotika-Datenmitteilung, zur Mitteilung der Antibiotika-Daten. Und ja, wir haben neue Regelungen, die bisher schon so gehandelt wurden auf Grundlage von AGTAM-Beschlüssen, aber noch nicht im Gesetz standen. Das sind Faktoren für die Long-Acting-Präparate, ein Faktor 5 für die Präparate mit mehr als 24 Stunden Wirkungsdauer. Und eine Formel, die lasse ich jetzt mal aus, weil sie ist so kompliziert, dass ich sie selber immer wieder generieren muss. Bei Mehrfachanwendung von Long-Acting-Präparaten, auch da gibt es nun einen Berechnungsmodus, der bisher schon so gehandelt wurde, aber wie erwähnt nicht im Gesetz stand. Jetzt steht er im Gesetz. Das schafft etwas mehr Rechtsklarheit. Und wir haben die schon erwähnten neuen Angaben bei der Antibiotika-Datenmeldung, die alle in der entsprechenden EU-Verordnung geregelt sind und durchgeführt werden durch die gesetzlichen neuen Vorschriften. Da möchte ich auch nicht länger darauf eingehen. Ich sage nur so viel, es wird teilweise auch beklagt, das hört sich alles sehr kompliziert an, wie soll das gehen, aber da sind die Kollegen vom BVL, Kolleginnen und Kollegen vom BVL und BMEL auch zuversichtlich, dass man vieles durch digitale Lösungen, sprich eine geeignete, angepasste Tierarztsoftware, da in den Griff kriegen wird. Also ich denke mal, wenn sich das System eingespielt hat, wird man nach einem Jahr vielleicht nicht mehr über diese Dinge reden, sondern das ist einigermaßen Routine dann, dass ein Tierarzt das handelt mit Hilfe des Smartphones. Ich werde mich beeilen. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen Wichtungsfaktor für die kritischen Antibiotika. Das ist der Faktor 3. Colistin, Fluorchinolone und Cephalosporine der 3. und 4. Generation. Warum? Das ist in der Tat als Signal gedacht an Tierärzte und Tierhalter, diese Dinge mit sehr viel kritischem Sachverstand zu betrachten. Und wenn es unvermeidbar ist, sollen sie angewendet werden. Das ist die politische Aussage dahinter. Gut, die Fristen lasse ich jetzt mal weg. Das ist alles sehr viel Technik. Zwei Sachen muss ich noch erwähnen, aber es geht schnell. Für die neuen Nutzungsarten wird es in Anführungszeichen erst ernst mit Maßnahmenplänen im übernächsten Jahr. Das ist logisch, denn es kann ja noch keine Kennzahlen geben im kommenden Jahr, weil die betrieblichen Therapiehäufigkeiten ja erst noch errechnet werden müssen. Das heißt, Kennzahlen und Maßnahmenpläne erst 2024. Und eine wichtige Neuerung, auf die ich jetzt nur kurz eingehen kann. Die zuständige Behörde hat kein Entschließungsermessen mehr. Das heißt, derzeit kann sie Anordnungen treffen, wenn ihr ein Maßnahmenplan nicht gefällt. Künftig muss sie das tun. Das ist sehr entscheidend, weil es den Behörden sehr viel mehr Handlungssicherheit gibt, wenn sie das Gefühl haben, der Tierhalter tut zu wenig. So, damit bin ich am Ende und bedanke mich sehr.